Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, hier bin ich wieder. Heute aus Griechenland. Ich bin gerade in Thessaloniki, wo ich am Wochenende ein Seminar geben werde, einen Workshop geben werde. Und ich freue mich so sehr, dass du wieder bei mir bist, dass wir uns in einem Moment wahrer Verbindung treffen können. In einem Moment des wahren Verbindens in dem Willen Gottes. In dem Willen Gottes. Und der Kurs, Jesus im Kurs, führt mich ja zu einem völlig neuen Willen. Weil der Wille Gottes für mich ist vollkommenes Glück. Vollkommenes Glück. Nicht zeitlich begrenztes Glück. Nicht Glück, wenn ich ein guter Mensch bin, dann bin ich glücklich. Nicht an Bedingungen geknüpftes Glück. Nicht ein Glück, das einen Anfang hat und ein Ende hat. Das hier einmal auftaucht und dann wieder verschwindet, zu Staub zerfällt. Nein, was Jesus wirklich meint, ist vollkommenes Glück. Vollkommen. Hier und jetzt. Bist du jetzt hier vollkommen glücklich? Erfährst du jetzt den Willen Gottes? Oder gibt es noch irgendeine Idee, die du dazwischen gestellt hast? Zwischen dem, was deine Erfahrung ist und dass der Willen Gottes für dich ist. Weißt du, Gott ist so liebevoll, dass ich überhaupt nichts tun muss, um Glück zu erfahren. Ist es nicht unglaublich? Ich muss nichts tun. Es wird nichts von mir verlangt, um vollkommen glücklich zu sein. Ich muss nicht besser, schöner, reicher oder was auch immer sein. Glück ist mein natürliches, vollkommenes Glück, mein natürliches Erbe. Und wenn ich nicht in dieser Erfahrung bin, werde ich nur eingeladen, die Hindernisse, die mich am vollen Glücksein zu hindern, dem Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist aufheben zu lassen. Meine Ideen als Mensch aufheben zu lassen. Eine dieser Ideen mag vielleicht sein, ja, jetzt bin ich ja, werde ich älter. Ich kann nicht mehr so glücklich sein, ich kann Dinge nicht mehr tun. Das Leben geht an mir vorbei. Die Zeit wird immer schneller, ich kann nichts festhalten. Und vieles ist anders gekommen, als ich mir es gedacht habe. Und viele Träume sind keine Träume mehr, sie sind Schäume. Und da könnte einer meinen, ja, jetzt kann ich ja nicht glücklich sein. Es ist ja nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Die Sicherheit, die ich mir gewünscht habe, die fühle ich noch nicht. Und doch versichert mir Jesus, dass vollkommenes Glück jetzt auf mich wartet. Und wenn ich das erfahre, ich will sagen, Vater, dein Wille geschehe, so wie es in der Bibel steht. Vater, dein Wille geschehe. Aber würde ich meinen Willen wirklich dem Willen Gottes übergeben, wenn ich nicht erfahren könnte, dass es vollkommenes Glück ist? Könnte ich wirklich dem Willen Gott, sozusagen dein Wille geschehe, wenn es ein Vater wäre, der mir noch
Aufgaben schickt, der mich noch auf die Probe stellt. Der mir vielleicht das Glück gibt, aber nicht jetzt, sondern in der Zukunft, wenn ich brav bin, ein braves Kind Gottes bin. Ich hätte es niemals sagen können. Ich hätte es niemals von ganzem Herzen meinen können. Dein Wille geschehe, Vater, in diesem Moment. Wenn nicht Jesus im Kurs gekommen wäre und der mir sagt, Gottes Wille für dich ist vollkommenes Glück. Nicht später, nicht in einem Jahr, sondern hier und jetzt. Und ich muss nichts dafür tun. Absolut nichts. Es ist kein Tun, dieser Kurs. Es ist ein Aufheben. Ein Aufheben der Gedanken, die mich daran hindern, vollkommenes Glück jetzt zu erfahren. Ein Aufheben all dieser alten Ideen aus der Vergangenheit. Weil in der Gegenwart gibt es nur vollkommenes Glück. Also müssen es Ideen aus der Vergangenheit sein. Mein Geist ist mit der Vergangenheit beschäftigt. Ist nicht das, was mich daran hindert, vollkommenes Glück zu erfahren? Ich bringe immer wieder meine Geschichten aus der Vergangenheit mit. Ich bringe schweres Gepäck mit. Ich gebe allem die Bedeutungen, die sie für mich aus der Vergangenheit haben. Ist das nicht das, was uns Jesus sagt? Und so ist der Kurs ein Befreiungsprogramm aus der Vergangenheit. Alle Heilung ist Heilung von der Vergangenheit. Alle Heilung ist das Loslassen der Hindernisse zum jetzigen, zum gegenwärtigen, vollkommenen Glück. Und wo ich das zum ersten Mal gehört habe, dass Gottes Wille für mich vollkommenes Glück ist, habe ich mich irrsinnig auf das eingelassen und gefreut. Auf der anderen Seite, aber ein Teil meines Geistes hat aber auch gedacht, das ist noch immer so weit weg für mich, das wirklich zu erfahren, zu glauben. Weißt du, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, es wird immer schneller der Geist. Es wird immer für mich jeden Tag wirklicher. Ich will mich dem jeden Tag hingeben und erinnern. Und deshalb erinnere ich es jetzt mit dir. Und ich kann immer öfter sagen, Vater, dein Wille geschehe. Ich will nicht mehr Recht haben über diese Situation. Was ist Recht haben? Recht haben ist die Vergangenheit in das Hier und Jetzt mitzubringen. Das ist, was Recht haben ist. Hast du mich gehört? Recht haben ist die Vergangenheit mitzubringen. Vergangene Ideen, Bedeutungen, Glaubenssätze mitzubringen. Und dadurch das Glück im gegenwärtigen Moment zu blockieren. Und dafür brauche ich das Geistestraining. Dass ich immer öfter sagen kann, Vater, dein Wille geschehe. Hier und jetzt. Mein Bruder, Gottes Wille geschehe jetzt für uns, hier und jetzt. Weil es nur ein Hier und Jetzt gibt. Und weil Glück nur im Hier und Jetzt besteht. Menschliches Glück hat viel mit der Zukunft zu tun, zukünftiges Glück. Ja, wenn sich das und das ändert, dann werde ich glücklich sein. Mein Lehrer hat immer gesagt oder sehr oft gesagt, wenn du jetzt nicht glücklich sein kannst, kannst du niemals glücklich sein. Am Anfang hat mich das aufgeregt zu hören, weil es so gegensätzlich zu meinen Glaubenssätzen war, die mir gesagt haben, ja, zuerst brauchst du eine gute Partnerin, eine gute Begleiterin im Leben. Zuerst brauchst du diese und diese Umstände.
dann kannst du glücklich sein. Uh-uh. Vollkommenes Glück hier und jetzt. Es ist zu langsam geworden in meinem Geist. Ich warte nicht mehr auf Glück, sondern es ist jetzt schon hier. Genau hier und jetzt erfahren wir es. Lassen wir uns durchdringen. Tauchen wir ein. Danke, mein lieber Bruder. Danke für deine Bereitschaft, mit mir in dieses vollkommene Glück einzutreten. Ich wünsche dir einen vollkommenen, glücklichen Tag, wo du nicht mehr recht hast, aber vollkommen glücklich bist. Ich umarme dich. Und solltest du heute wieder dich erinnern wollen mit uns, um 19:15 Uhr auf Zoom, kommen wir zum gemeinsamen Erinnern zusammen. Du bist herzlich eingeladen. Komm einfach so, wie du bist. Danke, mein lieber Bruder. Ich umarme dich. Habe einen ganz glücklichen Tag. Danke. Стремитесь к собственному суверенитету, проявляйте его и обобщайте в своем сознании. Например, если вы находитесь в изоляции, и выход из дома может быть причиной для ареста, но у вас есть свобода духа. Тогда ты можешь медитировать и использовать свой творческий ум. Вы можете общаться с другими людьми творчески, представлять свободу, чувствовать свободу. Представьте себе свободу, еще раз почувствуйте свободу. Нет, это здесь повторения такого нет, а М. сказано так. Ибо когда бы вы не представили себе свободу, то ваше тело будет чувствовать свободу. То есть вот эти локдауны, что при выходе из дома вас могут арестовать, да, и, как бы сказать, разум человека в такой тюрьме, а мы освобождаем его чисто вот мысленно. Мгм. И тело следует за этой мыслью свободы. Да. Таким образом, вы пошлете эту вибрацию, эту частоту свободы, и она вернется в материю. Это Мгм. метафизика. Знаешь, как сказано здесь, не вернется в материю, и она распространится в материи. Мгм. Мгм. Это метафизическая игра, а значит, вы должны понимать законы творения, что было сделано и почему. Вы должны реагировать логично, спокойно, с любовью и силой. Любящим спокойствием, но у вас пока недостаточно информации. Вы еще не мотивированы высшей целью. Медитируйте, заботьтесь о своем здоровье. Перестаньте смотреть порно со страхами, познакомьтесь со своим внутренним миром и используйте это. Используйте это время покоя, локдауна для визуализации того, чего вы хотите. Визуализируйте, что для вас хорошо и что для вас истина.
В ближайшие месяцы и годы некоторым из вас придется принимать решения, которые могут оказаться непростыми. Это может быть сложно. Но если вы подготовили свой разум и свое сердце к свободе, изобилию, радости, счастья, сотрудничества и всем этим, то, Мгм. что Знаешь, будет вот, минуточку, сотрудничество, и, общность, вот, ты перевела, этот компьютер перевел, и всем этим, а здесь имеет и стоит слово общность, сотрудничество, общность, счастье, вот это, радость. Ага. Да, и потом сказано, все это. Мгм. будет помогать, содействовать вам, тогда вы откроете для себя истину. Не беспокойтесь о том, что происходит в третьем измерении. Игнорируйте реальность. Если вы чувствуете, что должны продемонстрировать, заявить о себе, то продемонстрируйте. Ага, имеется в виду, если вы считаете, нужным идти на демонстрации, то демонстрируйте, да, идите на принимайте участие в демонстрациях. Мгм. Делайте то, что кажется вам правильным. Есть всегда люди, которые не понимают, потому что они слишком глубоко погружены в эту волшебную книгу. Ага, да, минуточку. Всегда есть люди, которые, вас не поймут, да, ибо они, слишком глубоко сидят, ну, скажем, да, вот в этой книге "Алисы в стране чудес", да. Мгм. Книги заклинаний или как зачарованы. Да, да, вот, как сказать, вот в этой, книге, фантазии "Матрица", да, вот так вот. Мгм. Вы должны продемонстрировать свою свободу и суверенитет. Доверяйте себе, всем окружающим вас людям, видеть и чувствовать то, что вы делаете, и вы измените их жизнь к лучшему. Ага, здесь немного неточность. Доверяйте самим себе. А, и все люди, которые вас окружают, увидят и почувствуют, то, что вы делаете. Мгм. И вы, И жизнь произведете на них изменится. воздействие. Мгм. Лучшему. Иногда нужно посеять 1000 семян, чтобы одно проросло. Я тот, кого вы знаете, как Иисуса. И мы поговорим сегодня еще раз. Все.